Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas. Ja, der Schallplattensammler freut sich, wenn er sowas in der Post hier hat. So auch bei mir angekommen, vorgestern war es schon. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich das eigentlich so mache, wenn ich mir jetzt eine ganz bestimmte LP, eine Sammler-LP suche, wie ich da vorgehe, also vom Bestellvorgang bis zum Liefern, zum Auspacken. Da seid ihr dann live dabei. Und natürlich dann auch wird sie gewaschen und dann werden wir einen Soundcheck machen. Ich verrate mal noch nicht, was im Päckchen drin ist, aber toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß bei meinem neuen Video. Ich weiß, was drin ist. Ta. Das letzte Mal, als ich meine persönlichen Charts in Sachen Wertigkeit vorgestellt habe, gab es einige Beschwerden, einige Klagen über das Portal Discogs. Ich weiß, dass das Portal nicht unumstritten ist. Deshalb ist das, was ich euch jetzt zeige, zwar über Discogs, aber natürlich, und das möchte ich ausdrücklich dazu sagen, ich werde weder von Discogs bezahlt noch sonst von irgendjemandem. Könnt ihr nicht auch über eBay oder über andere Anbieter eure LPs beziehen, ist überhaupt keine Frage. Aber ich möchte es euch jetzt mal am Beispiel zeigen. Ich habe die Seite von Discogs geöffnet, ich habe mich eingeloggt und jetzt kann ich quasi auch das Geheimnis lüften. Es geht nämlich heute um die Traveling Wilburys. Genau, die gebe ich oben bei dem Suchbegriff ein und dann seht ihr schon, dann wird uns unten angezeigt Traveling Wilburys Artist, also Künstler. Und da gehen wir jetzt doch einfach mal drauf und dann werden uns hier die Traveling Wilburys angezeigt mit ihrem Profil. Ich werde später zu der Band noch was sagen, wenn wir ausgepackt haben. Aber jetzt geht es mal erstmal nur um den Kauf. Und wenn ihr ein bisschen runter scrollt, dann seht ihr hier Volume 1 angezeigt. Ja, also Volume 1, das ist die erste LP. Es gab ja nur zwei von den Traveling Wilburys. Die zweite hieß witzigerweise Volume 3. Kleiner Gag, wie die ganze Band ja sich als einen kleinen Gag eigentlich versteht. Aber dazu werde ich später noch was sagen. Mir geht es jetzt um die Volume 1, 1988 erschienen. Und die klicke ich jetzt mal an. So, dann wird die mir hier aufgelistet. Wir sehen die Titel, wir sehen die Mitwirkenden, auch mit ihren Spitznamen. Wie gesagt, werde ich später nochmal darauf eingehen. So, und jetzt, wenn wir runterscrollen, können wir uns die Version raussuchen, die wir gerne hätten. Also zum Beispiel Format. Da gehe ich jetzt mal rein und ich gebe mal an LP oder Vinyl. Das ist jetzt mal egal. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht. Mono oder Stereo ist sonst manchmal noch interessant, aber bei einer LP aus dem Jahr 88 ist natürlich Mono kein Thema mehr. So, dann gebe ich ein das Jahr 1988. Ja, und mehr gebe ich jetzt erstmal nicht ein. Ich könnte noch das Land eingeben, ja, also US-Pressung, europäische Pressung und so weiter. Das lasse ich jetzt aber mal außen vor. So, und jetzt schauen wir mal, was uns hier angezeigt wird. 28 von 130 Ergebnissen. Und wir gehen doch gleich mal auf das zweite Ergebnis, Land Europe, also europäische Pressung von 1988, Volume 1. Und ich klicke mal drauf. So, jetzt wird die mir wieder angezeigt und wir können rechts erkennen, Marktplatz 157 zum Verkauf von 3,89 €. Und da gehe ich jetzt mal drauf auf diese Scheibe. So, und jetzt seht ihr, wir haben hier wieder links die Möglichkeit auszuwählen, aus welchem Land soll es geliefert werden. Ich gehe jetzt mal auf Germany, das macht die Sache immer sehr einfach, wobei es kein Problem ist, innerhalb der EU zu bestellen. Es fällt ja kein Zoll an und auch das Porto hält sich weitestgehend in Grenzen. So, und dann können wir hier unten noch auswählen, Zustand des Tonträgers, Very Good Plus, Near Mint,
Mint und so weiter. Ich gehe jetzt mal auf Near Mint, weil ich doch schon die Platte in einem sehr guten Zustand haben möchte und das Preisniveau ist ja auch nicht so hoch. Ja, und dann finde ich hier die verschiedenen Anbieter. Meiner steht jetzt natürlich nicht mehr drauf, logischerweise, weil das Geschäft schon abgeschlossen wurde, aber das ist jetzt auch egal, ich möchte euch das einfach mal zeigen. Wir sehen jetzt hier immer Zustand des Tonträgers, Zustand des Covers. Ja, und hier haben wir zum Beispiel eine Ausgabe Near Mint, sowohl der Tonträger als auch das Cover, included Original Inner Sleeve, also die Original Innenhülle. Das ist doch schon mal sehr interessant, das klicke ich mal an. Da haben wir hier 17 Euro plus 6,99 € Versand. Und was wichtig ist bei Discogs, aber auch bei allen anderen Anbietern, dass ihr bitte auch darauf schaut beim Verkäufer, welche Bewertungen hat er. Also hier haben wir zum Beispiel 100,0% von 452 Bewertungen, also Verkäuferbewertungen, das ist sehr, sehr gut. 100%, das kann man nicht toppen, also absolut zuverlässig. Wir können also, wenn wir das jetzt wollen, diese LP in unseren Warenkorb legen, so, und dann wird das hier auch schon im Warenkorb angezeigt und dann können wir hier bestellen. Ja, so sieht das aus. Mehr muss ich jetzt glaube ich nicht machen, der Rest ist dann selbsterklärend. So läuft das hier bei Discogs. Ein Päckchen heute, ja. Kriegen Sie es hier gleich, ja. Okay, ja, wunderbar, es ist angekommen. So, nachdem der Postbote jetzt also da war, können wir jetzt zur Tat schreiten und unsere LP von den Traveling Wilburys hier auspacken. Sie ist also angekommen wie versprochen. So, dann wollen wir mal auspacken. Das ist immer der spannende Moment. Jawohl, also ich sehe schon mal hier eine gut eingepackte LP in einer Schutzhülle drin. Und wir haben auch hier die LP in einer gefütterten Hülle, wunderbar. Dann haben wir hier die Einlage zu der LP. Das ist eigentlich die Original-Innenhülle, sehe ich gerade, jawohl. So, und dann haben wir hier die eigentliche LP, Traveling Wilburys, Vorderseite, Rückseite, mit Handle with Care, Dirty World, Rattled, Last Night, Not Alone Anymore auf der ersten Seite. Congratulations, Heading for the Light, Margarita, Tweeder and the Monkey Man, End of the Light. Und hier haben wir die Gitarren abgebildet und die Traveling Wilburys selber auch. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. So, ich habe jetzt hier meine Waschsachen vorbereitet. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt. Deep Track Cleansing von Vinyl Care benutze ich. Das ist also eine mit Alkohol versetzte Lösung, die man zum Reinigen nimmt. Und ich spüle da jetzt mal die Platte schön ein. Dann lasse ich das ein bisschen einwirken. So, und ich gehe entgegen der Laufrichtung. Also so, nicht entgegen, mit der Laufrichtung wollte ich sagen. Also so wie die Platte sich auch tatsächlich dreht, wie also die Rillen zur Nadel kommen. Man muss hier immer ein bisschen aufpassen mit den Rändern der Platten, denn das sind immer die sensiblen Bereiche, denn hier gibt es das meiste Geknistere, deswegen fahre ich da immer ein bisschen drüber. So, und dann fahren wir nochmal nach. Wir werden dann die LP auch zum Trocknen legen. Wir kommen zu Seite 2. So, jetzt nehme ich die LP und stelle sie hier mal zum Trocknen ab. Ja, zunächst mal ist es natürlich auch wieder so ein Gag von den Traveling Wilburys, ja, dass man gar nicht mal weiß, was ist eigentlich Seite A. Das könnte Seite A sein, ist es aber nicht. Wir brauchen die andere Seite hier, da steht nämlich drauf This Side und The Other Side. Also das ist die richtige Seite und die werden wir jetzt auch mal
auflegen. Ja, trotz Wäsche fahre ich natürlich trotzdem nochmal rüber mit meiner Bürste. So, und dann legen wir mal auf und schauen mal, was uns erwartet. Ein Top-Sound. Klingt richtig gut. Wir gehen mal in den nächsten Track rein. Vor allem mal die Übergangsrille hören. Ob wir hier Geknister haben. Ja, kaum hörbar, aber. Ja, ich kann nicht zu lange die Beispiele nehmen, aber ich gehe noch mal einen Titel weiter. Freunde, ihr habt es selber gehört, der Sound ist gigantisch gut. Die LP, wie gesagt, ist aus dem Jahr 1988. Bin ich richtig froh, die Qualität passt auch. Die Wäsche hat natürlich nichts geschadet. Und ja, die werde ich mir dann in Ruhe anhören. Aber jetzt gibt es noch ein paar Facts zu den Traveling Wilburys. Die Traveling Wilburys sind eine sogenannte Supergroup. Formiert hat sie eigentlich, ja, wenn man so will, George Harrison, Jeff Lynne. Die beiden, würde ich mal sagen, die führenden Köpfe. Wie kam es dazu? Ganz einfach, George Harrison hatte ein neues Album aufgenommen, Cloud 9. Und die Plattenfirma wollte für eine Maxi-Single-Auskopplung ein weiteres Stück haben. Und ja, George Harrison wusste nicht so recht, was er machen sollte und ging dann ins Aufnahmestudio von Bob Dylan nach Santa Monica in Kalifornien, um dort einen Song aufzunehmen, der noch gar keinen richtigen Titel hatte. Und in dem Zusammenhang fand er in der Garage ein Paket mit der Aufschrift Handle with Care, also sorgfältig behandeln. Und das war für ihn dann so, ja, die Initialzündung, den Song so zu nennen, Handle with Care. So wurde der Song dann tatsächlich auch benannt. Und nicht nur, dass es bei Bob Dylan im Studio war, sondern Bob Dylan machte auch mit und Jeff Lynne machte auch mit. Und der wiederum hatte zur gleichen Zeit bereits die Single You Got It für den Roy Orbison, für den Comeback Roy Orbison produziert. Roy Orbison, ein Sänger der 50er Jahre, einer aus der Rock'n'Roll-Zeit, der ja ein grandioses Comeback Ende der 80er erlebte und dann aber leider ja das gerade noch erlebte, denn danach starb er bereits, bedauerlicherweise. Übrigens ein fantastisches Album gemacht, das ich auch bei Gelegenheit mal vorstellen werde. Also so hängt das alles zusammen, also das waren zeitliche Zufälle und so kam eben auch Roy Orbison mit dazu. Und ja, und dann noch Jeff Lynne und Tom Petty wurde dann auch noch eingeladen und so war diese Supergroup entstanden. George Harrison hatte ja schon in der Nach-Beatles-Zeit immer mal damit geliebäugelt, ja, eine Art Supergroup zu gründen. Er wusste bloß immer nicht recht mit wem. Und das war ihm dann damit gelungen. Aber damit nicht genug. Denn die Traveling Wilburys haben sogar noch etwas ganz Besonderes gemacht, was sie von jeder Supergroup unterscheidet. Sie haben sich nämlich künstliche Namen gegeben, und zwar so, wie wenn sie alle Brüder wären aus einer Familie mit dem Nachnamen Wilbury. Und Bob Dylan zum Beispiel wurde zu Lucky Wilbury, George Harrison wurde zu Nelson Wilbury, Jeff Lynne zu Otis Wilbury, Roy Orbison nannte man Lefty Wilbury und Tom Petty wurde zu Muddy Wilbury. Also soweit die Künstlernamen, und das ganze Projekt wurde ja auch so aufgezogen. Wir sehen es auch hier auf der LP, also die echten Namen tauchen tatsächlich hier nirgends auf. Wir sehen, wie vorhin schon eingeblendet, die Gitarren und wir sehen die Köpfe. Und dieses Album, ja, war ein sehr erfolgreiches Album, das in den Charts hoch einstieg. Es gab dann später noch eine Fortsetzung und die hieß witzigerweise Volume 3, nicht Volume 2. Das sind halt so die Gags. Und ihr habt es gerade gesehen, als ich die LP aufgelegt habe. Ja, ich dachte, ich habe die richtige Seite, stand auf This Side. Ja, und
Es war tatsächlich die B-Seite so genau andersrum. Naja, was soll man sagen? Also es ist Spaß und das muss man auch mit Humor nehmen und tue ich natürlich auch. Ja, soweit zu den Traveling Wilburys. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei meinem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder einen Like da lasst, wenn ihr auch wieder mein Video abonnieren würdet. Meine Videos sind ja jetzt auch mit Untertiteln versehen, das heißt auch für die englischsprachigen oder besser gesagt nicht deutsch sprechenden Fans und Abonnenten jetzt auch gut ansehbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus, euer Gerd.